Eines Morgens wachte ich früher auf als sonst. Sanftes Sonnenlicht fiel durch mein Fenster. Das Zimmer wirkte warm und friedlich. Ich griff nach meinem Handy und sah, dass viele Nachrichten auf mich warteten. E-Mails, Neuigkeiten von der Arbeit, verpasste Anrufe. Für einen Moment wollte ich sie öffnen. Das war meine Gewohnheit. Jeden Morgen schaute ich auf mein Handy, bevor ich überhaupt aus dem Bett aufstand. Jeden Tag war mein Leben voller Meetings, Nachrichten, Termine und Stress. Aber an diesem Morgen sagte etwas in mir: Stopp. Also legte ich das Handy zurück auf den Tisch. Heute würde ich nicht arbeiten. Heute würde ich mich nicht beeilen. Heute wollte ich Zeit mit mir selbst verbringen. Zuerst fühlte es sich seltsam an. Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, aber tief in mir wusste ich, dass ich diesen Tag brauchte. Ich stand auf und ging in die Küche. Ich machte mir eine Tasse Kaffee. Der Duft war warm und angenehm. Ich setzte mich ans Fenster und beobachtete die Straße unter mir. Die Menschen gingen schnell. Autos fuhren durch den Verkehr. Alle wirkten beschäftigt. Aber ich war nicht beschäftigt. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich keinen Plan, kein Meeting, keine Aufgabe, keinen Ort, zu dem ich schnell musste. Ich nahm langsam einen Schluck Kaffee und lächelte. Nach dem Frühstück nahm ich ein altes Buch aus meinem Regal. Vor Jahren hatte ich dieses Buch geliebt, aber ich hatte es schon lange nicht mehr gelesen. Die Seiten waren weich und gelb. Ich öffnete es vorsichtig und begann zu lesen. Zuerst wollte mein Kopf immer noch an die Arbeit denken, aber langsam zog mich die Geschichte in ihren Bann. Die Worte waren ruhig, die Geschichte war sanft. Ich vergaß die Uhr, ich vergaß mein Handy, ich las einfach. Es fühlte sich schön an, wieder ein Buch zu genießen. Später zog ich meine Schuhe an und ging nach draußen. Die Luft war frisch. Die Sonne fühlte sich warm auf meinem Gesicht an. Ich ging langsam die Straße entlang, ohne ein bestimmtes Ziel. Ich musste mich nicht beeilen. Ich musste nirgendwo ankommen. Die Bäume sahen grüner aus als sonst. Die Blumen wirkten heller. Über mir sangen die Vögel. Ich war schon oft durch diese Straße gegangen, aber ich hatte sie nie wirklich wahrgenommen. Heute bemerkte ich alles. Nachdem ich eine Weile gelaufen war, hielt ich an einem kleinen Café an der Ecke. Der Duft von frischem Brot kam von drinnen. Ich bestellte einen Tee und setzte mich an einen ruhigen Tisch am Fenster. Die Menschen unterhielten sich leise. Einige lasen, einige lachten, einige saßen allein da, genau wie ich. Ich beobachtete sie und dachte über mein Leben nach. Ich arbeitete jeden Tag hart. Ich war immer müde.
Ich dachte immer schon an die nächste Sache. Aber heute fühlte ich mich frei. Ein warmes Getränk, ein ruhiger Tisch, ein langsamer Spaziergang, ein gutes Buch. Diese einfachen Dinge machten mich glücklich. Als ich nach Hause zurückkehrte, ging die Sonne gerade unter. Der Himmel war orange und rosa. Ich setzte mich wieder ans Fenster und atmete tief ein. Heute hatte ich nichts Großes getan, aber ich fühlte mich lebendig. Am Abend beschloss ich, etwas Schönes für mich zu kochen. Ich öffnete den Kühlschrank und nahm Reis und Gemüse heraus. Normalerweise kochte ich schnell oder bestellte Essen, weil ich zu müde war. Aber heute ließ ich mir Zeit. Die Küche war still. Der Duft des Essens erfüllte den Raum. Ich rührte langsam um. Ich hörte den leisen Geräuschen um mich herum zu. Kochen fühlte sich nicht wie Arbeit an. Es fühlte sich friedlich an. Als das Essen fertig war, setzte ich mich an den Tisch und aß langsam. Jeder Bissen schmeckte gut, weil ich das Essen mit Sorgfalt zubereitet hatte. Nach dem Abendessen spülte ich das Geschirr. Sogar das fühlte sich ruhig an. Das warme Wasser berührte meine Hände. Die Teller wurden sauber und glänzend. Ich hatte es nicht eilig. Ich lebte einfach. Später las ich noch ein Buch. Dann machte ich das Licht aus und schaute in den Nachthimmel. Die Sterne leuchteten sanft. In meinem Herzen fühlte ich mich ruhig. Bevor ich einschlief, lächelte ich. Ich hatte etwas Wichtiges gelernt. Im Leben geht es nicht nur um Arbeit. Im Leben geht es auch um Erholung, um Frieden, um kleine Freuden, um ruhige Momente. Dieser Tag war ein Geschenk, ein Tag für mich, und ich wusste, dass ich mehr solcher Tage brauchte, mehr Tage zum Atmen, mehr Tage zum Fühlen, mehr Tage, um wirklich zu leben. Nachdem ich eine Weile spazieren gegangen war, sah ich eine kleine Buchhandlung in einer ruhigen Seitenstraße. Die Tür war offen, warmes Licht kam von drinnen. Als ich eintrat, roch ich Papier, Tinte und alte Buchseiten. Es war ein wunderschöner Geruch. Ich fühlte mich sofort ruhig. Überall waren Bücher. Einige waren neu, einige waren alt. Einige hatten bunte Umschläge und andere sahen aus, als hätten sie dort schon seit Jahren gewartet. Ich ging langsam zwischen den Regalen entlang. Mit meinen Fingern berührte ich einige Bücher. Ein Buch weckte meine Aufmerksamkeit. Der Umschlag war schlicht, weich und ein wenig abgenutzt. Es sah aus, als hätte es schon ein langes Leben hinter sich. Ich öffnete es und las die erste Seite. Dann las ich die zweite Seite.
Schon bald saß ich in einer ruhigen Ecke der Buchhandlung und war völlig in die Geschichte vertieft. Die Welt draußen bewegte sich schnell. Menschen gingen vorbei, Autos fuhren durch die Straßen und das Leben ging wie immer weiter. Aber in der Buchhandlung schien alles stillzustehen. Ich schaute nicht auf meine Uhr. Ich überprüfte mein Handy nicht. Ich las einfach nur. Die Worte trugen mich weit weg von meinem hektischen Leben. Für eine Weile dachte ich nicht an Arbeit, Nachrichten oder Termine. Ich genoss einfach die Geschichte Satz für Satz. Nach einiger Zeit schloss ich das Buch und lächelte. Ich kaufte es und verließ die Buchhandlung. Der Himmel färbte sich orange. Die kühle Abendluft berührte mein Gesicht. Ich hielt das Buch nah an meine Brust, während ich nach Hause ging. Ich fühlte mich friedlich, ich fühlte mich leicht, ich fühlte mich frei. Während ich ging, dachte ich über mein Leben nach. So viele Jahre lang war ich immer beschäftigt gewesen. Ich hatte jeden Tag hart gearbeitet. Ich hatte immer geglaubt, ich müsste mehr tun, mehr verdienen, mehr schaffen und mehr aus mir machen. Aber jetzt verstand ich etwas. Im Leben ging es nicht nur um Arbeit. Im Leben ging es auch um die kleinen Momente. Eine ruhige Straße, ein gutes Buch, frische Luft, ein langsamer Abend. Auch diese einfachen Dinge waren wichtig. Als ich zu Hause ankam, war der Himmel voller sanfter orangefarbener und rosa Töne. Eine kühle Brise zog durch die Straße. Ich schloss meine Tür auf und trat ein. Das Haus war still, aber die Stille fühlte sich nicht einsam an. Sie fühlte sich friedlich an. Ich zog meine Schuhe aus, streckte meine Arme und atmete tief aus. Der ganze Tag war einfach gewesen, aber er hatte mich glücklicher gemacht als viele hektische Tage zuvor. Ich legte mein neues Buch auf den Tisch und ging in die Küche. Ich nahm etwas Obst aus dem Kühlschrank, wusch es sorgfältig und legte es auf einen Teller. Die Farben sahen im Licht der Küche leuchtend aus. Ich setzte mich hin und nahm einen Bissen. Es schmeckte süß und frisch. Ich lächelte, weil mir etwas Seltsames bewusst wurde. Ich hatte schon oft Obst gegessen, aber ich hatte es noch nie so wirklich genossen wie jetzt. Heute achtete ich auf die kleinen Dinge. Nach dem Essen nahm ich ein Glas Wasser und ging auf den Balkon. Die Nachtluft war kühl, die Lichter der Stadt leuchteten. Draußen waren noch immer Menschen, die redeten, spazieren gingen und lachten. Ich lehnte mich an das Geländer und beobachtete sie. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich es nicht eilig. Keine E-Mails, keine Anrufe, kein Stress, nur ich, die Nacht und dieses ruhige Gefühl in meinem Herzen.
Später ging ich wieder hinein, nahm mein Buch und legte mich auf das Sofa. Die Seiten fühlten sich weich unter meinen Fingern an. Die Geschichte zog mich wieder in ihren Bann. Die Zeit verging, aber das war mir egal. Ich rannte nicht von einer Aufgabe zur nächsten. Ich dachte nicht an die Arbeit von morgen. Ich war einfach nur da. Nach dem Lesen legte ich das Buch weg und schloss die Augen. Die Stille um mich herum fühlte sich warm und sicher an. Ich dachte an all die Jahre, die ich damit verbracht hatte, dem Erfolg hinterher zu jagen. Ich hatte geglaubt, Erfolg bedeute, ständig beschäftigt zu sein, aber vielleicht bedeutete Erfolg auch Frieden. Vielleicht bedeutete er, Zeit zum Atmen zu haben. Vielleicht bedeutete er, das Leben zu genießen, das ich bereits hatte. Ich stand auf und ging durch das Zimmer. Ich betrachtete die alten Fotos im Regal, die kleinen Erinnerungsstücke von vergangenen Reisen und das sanfte Licht der Lampe. Jeder Gegenstand trug eine Erinnerung in sich. Jeder Gegenstand war ein Teil meines Lebens. Ich lächelte, als ich sie berührte. Dann ging ich zum Fenster und schaute zu den Sternen. Ich atmete tief ein. Ich war hier. Ich war am Leben. Und zum ersten Mal seit Jahren genoss ich wirklich meine eigene Gesellschaft. Bevor ich ins Bett ging, gab ich mir selbst ein stilles Versprechen. Ich würde mein Leben nicht in endloser Arbeit und ständigem Stress an mir vorbeiziehen lassen. Ich würde mir öfter Tage nur für mich nehmen. Ich würde die kleinen Freuden wahrnehmen. Ich würde leben und nicht nur existieren. Dann machte ich das Licht aus, legte mich hin und schlief friedlich ein. Am nächsten Morgen wachte ich ganz ruhig auf. Sanftes Sonnenlicht erfüllte mein Zimmer. Vor meinem Fenster sangen die Vögel. Ich öffnete langsam die Augen und blieb noch einen Moment im Bett liegen. Es gab keinen Wecker, keine dringende Nachricht, kein Meeting, das auf mich wartete. Zum ersten Mal seit langer Zeit spürte ich keinen Druck in meiner Brust. Ich streckte meine Arme aus und atmete tief ein. Die Morgenluft fühlte sich kühl und frisch an. Es gab nur mich und einen neuen, ruhigen Tag. Ich stand auf und ging in die Küche. Das Haus war still, aber die Stille fühlte sich friedlich an. Ich machte mir eine Tasse Kaffee und beobachtete, wie der Dampf aus der Tasse stieg. Der Duft war warm und kräftig. Ich hielt die Tasse mit beiden Händen und nahm langsam einen Schluck. Dann stellte ich mich ans Fenster und schaute nach draußen. Die Stadt erwachte. Die Menschen gingen schnell. Autos fuhren durch die Straßen. Die Geschäfte öffneten ihre Türen. Die Welt war schon beschäftigt. Aber ich war es nicht, und das fühlte sich wunderbar an.
Nach dem Frühstück beschloss ich, nach draußen zu gehen. Die Straße war noch ruhig und die Luft fühlte sich frisch an. Ich ging langsam und ohne Plan. Ich betrachtete die Dinge, die ich normalerweise übersah. Alte Gebäude, kleine Cafés, Blumen an den Fenstern, ein Mann, der auf eine Wand malte, ein Kind, das die Hand seiner Mutter hielt. Alles sah heller aus als zuvor. Es fühlte sich an, als würde ich meine Stadt mit neuen Augen sehen. Vielleicht hatte sich die Stadt nicht verändert. Vielleicht hatte ich mich verändert. Vielleicht nahm ich mir endlich die Zeit, sie wirklich wahrzunehmen. Nachdem ich eine Weile gegangen war, erreichte ich einen kleinen Park. Ich setzte mich auf eine Holzbank unter einem hohen Baum. Der Schatten war angenehm kühl und die Blätter bewegten sich sanft im Wind. Menschen gingen vorbei. Einige gingen allein spazieren. Einige lachten mit Freunden. Einige spielten mit ihren Kindern. Ich schloss die Augen und spürte die Sonne auf meinem Gesicht. Jahrelang war ich von einer Aufgabe zur nächsten gerannt. Ich hatte geglaubt, dass beschäftigt zu sein bedeutete, erfolgreich zu sein. Ich hatte geglaubt, dass Erholung etwas war, das ich später genießen konnte. Aber jetzt verstand ich etwas. Erholung war keine Zeitverschwendung. Erholung war ein Teil des Lebens. Nach einiger Zeit ging ich weiter. Schon bald entdeckte ich eine kleine Bäckerei. Der Duft von warmem Brot und süßem Gebäck kam von drinnen. Ich ging hinein und sah mich um. Die Regale waren voller goldbraunem Brot, weicher Kuchen und frischer Brötchen. Ich kaufte ein kleines Gebäckstück und ging damit nach draußen. Langsam nahm ich einen Bissen. Es war warm, weich und süß. Für ein paar Sekunden war alles andere unwichtig. Es war nur eine Kleinigkeit, aber sie machte mich glücklich. Mit dem Gebäck in der Hand ging ich eine ruhige Straße entlang. Auf beiden Seiten standen alte Häuser. Die kleinen Gärten waren voller Blumen. Der Duft von Rosen lag in der Luft. Ich ging noch langsamer. Ich wollte jeden Schritt genießen. An diesem Nachmittag kehrte ich mit einem klaren Kopf nach Hause zurück. Mein Körper fühlte sich leicht an. Mein Herz fühlte sich erfüllt an. Ich hatte nichts Großes getan. Ich hatte keine wichtige Arbeit erledigt. Ich hatte nichts von meiner Liste überprüft. Aber irgendwie fühlte sich dieser Tag bedeutungsvoll an. Ich hatte mir selbst Zeit gegeben. Zeit zum Spazierengehen. Zeit zum Atmen. Zeit, das Leben wahrzunehmen. In dieser Nacht lag ich im Bett und dachte über die letzten 2 Tage nach. Viele Jahre lang hatte ich hart gearbeitet und geglaubt, dass dies die einzige Art zu leben war. Ich war Zielen, Terminen und Erfolg hinterhergejagt.
Aber jetzt sah ich einen anderen Weg, einen langsameren Weg, einen sanfteren Weg, einen friedlichen Weg, einen Weg, auf dem ich weiterhin arbeiten konnte, ohne mich selbst zu vergessen. Ich schloss die Augen und war voller Dankbarkeit. Morgen würde kommen. Die Arbeit würde zurückkehren. Das Leben würde weitergehen. Aber ich wusste, dass ich dieses Gefühl nicht vergessen würde. Am nächsten Morgen wachte ich wieder mit einem ruhigen Kopf auf. Das Sonnenlicht berührte sanft mein Gesicht. Ich blieb noch eine Weile im Bett liegen und atmete einfach. Keine Eile, keine Angst, keine schweren Gedanken. Ich stand auf und machte mir Tee. Der Dampf wärmte meine Hände. Ich trank ihn langsam, während ich am Fenster stand. Draußen bewegten sich die Menschen schnell, aber ich blieb ruhig stehen und ich lächelte. Ich hatte mir selbst etwas Wertvolles geschenkt: Zeit. Ich beschloss, den Vormittag zu Hause zu verbringen. Langsam räumte ich mein Zimmer auf. Ich ordnete die Bücher im Regal. Ich entstaubte alte Fotos. Ich berührte kleine Erinnerungsstücke aus vergangenen Tagen. Jedes kleine Ding trug eine Erinnerung in sich. Jedes erinnerte mich an einen Moment, den ich fast vergessen hatte. Das Aufräumen fühlte sich an diesem Tag nicht wie Arbeit an. Es fühlte sich an, als würde ich mich um mein Leben kümmern. Später setzte ich mich mit meinem Buch ans Fenster. Ich öffnete es und begann zu lesen. Die Worte nahmen mich mit in eine andere Welt. Langsam blätterte ich die Seiten um und genoss jeden Satz. Die Zeit verging ruhig. Das war mir egal. Ich war glücklich, einfach still zu sein. Am Nachmittag machte ich einen kurzen Spaziergang. Der Himmel war klar und die Luft war frisch. Ich ging langsam und spürte den Boden unter meinen Füßen. Die Welt um mich herum war beschäftigt, aber ich war ruhig. Ich betrachtete die Bäume, die Menschen, die Fenster, die Vögel und die kleinen Schatten auf der Straße. Alles fühlte sich einfach an. Alles fühlte sich schön an. Als die Sonne langsam unterging, kam ich nach Hause. Der Himmel färbte sich orange und rosa. Warmes Licht erfüllte mein Zimmer. Ich saß still da und beobachtete, wie sich die Farben veränderten. Mein Herz fühlte sich erfüllt an. Diese ruhigen Tage hatten mir etwas Wichtiges beigebracht. Im Leben geht es nicht nur um Arbeit. Im Leben geht es auch um Erholung, um Freude, um Frieden. Darum, im Moment zu leben. In dieser Nacht, als ich im Bett lag, fühlte ich mich anders. Mein Körper war entspannt, meine Gedanken waren leichter. Ich hatte etwas Wertvolles gefunden und ich wollte es nicht verlieren. Also gab ich mir selbst ein Versprechen.
egal wie beschäftigt mein Leben werden würde, ich würde mir immer Zeit für mich selbst nehmen. Zeit zum Atmen, Zeit zum Ausruhen, Zeit, die kleinen Dinge zu genießen, Zeit, um wirklich zu leben. Vielen Dank, dass ihr die ganze Geschichte bis zum Ende angesehen habt. Wenn ihr bis zum Ende dabei geblieben seid, weiß ich das wirklich zu schätzen. Diese Geschichte zeigt uns etwas Wichtiges. Im Leben geht es nicht nur um Arbeit, Stress und Verantwortung. Wir brauchen auch ruhige Momente, Erholung und Zeit für uns selbst. Manchmal können uns ein langsamer Spaziergang, ein warmes Getränk oder ein gutes Buch daran erinnern, wie schön das Leben sein kann. Jetzt habe ich eine kleine Übung für euch. Das heutige deutsche Wort ist Ruhe, Peace, Calm. Schreibt einen einfachen deutschen Satz mit Ruhe in die Kommentare. Zum Beispiel: Ich brauche Ruhe. Oder Ruhe ist wichtig. Und sagt mir auch, glaubt ihr, dass wir alle manchmal einen Tag nur für uns selbst brauchen? Ja oder nein? Wenn euch diese Geschichte beim Üben des deutschen Hörverstehens geholfen hat, abonniert German Tales für weitere einfache deutsche Geschichten. Hört weiter zu, lest weiter, übt weiter und wir sehen uns in der nächsten Geschichte. Tschüss.